Hi und herzlich willkommen zurück in einem meiner Videos. Ich war einige Zeit krank und konnte bzw. wollte in diesem Moment keine neuen Videos aufnehmen. Mich hat es nämlich ganz schön erwischt. Ehrlich gesagt war ich richtig außer Gefecht. Mir geht es zum Glück schon viel besser. Und in dem heutigen Video erkläre ich euch einige Ausdrücke, die ihr im Alltag verwenden könnt, wenn es euch nicht so gut geht. Zum Beispiel, wenn ihr krank seid. Wie auch in vielen anderen meiner Videos erkläre ich euch dabei immer wieder auch umgangssprachliche Ausdrücke. Natürlich bekommt ihr von mir auch immer diverse Beispiele, damit ihr diese Ausdrücke in Zukunft nicht nur versteht, sondern auch selbst anwendet, wenn ihr Deutsch sprecht. Und an alle neuen Gesichter, hi! Ich bin Jule, zertifizierte TELC-Prüferin, Deutschlehrerin und Muttersprachlerin. Und wenn du auf der Suche bist nach einem Deutschkurs, dann schau unbedingt auf meiner Webseite vorbei. Dort findest du immer die aktuellen Informationen zu meinen neuen Kursen. Aber jetzt lass uns starten. Los geht's! Ich weiß wirklich nicht wo, aber ich muss mir irgendwo etwas eingefangen haben. Sich etwas einfangen bedeutet hier, dass ich mich irgendwo angesteckt habe. Ich habe mich also bei irgendeiner Person beispielsweise mit einer ansteckenden Krankheit infiziert. Als Kind habe ich mir in der Schule dauernd irgendeinen Virus eingefangen. Wir verwenden diesen Ausdruck, also sich etwas einfangen, aber nicht nur, wenn wir selber krank werden, sondern beispielsweise auch, wenn unser Computer einen Virus hat. Zum Beispiel: Ich habe eine total merkwürdige E-Mail bekommen und diese leider direkt geöffnet. Und in diesem Moment wusste ich bereits, dass mein Computer sich damit einen Virus eingefangen hat. Am Anfang ging es mir eigentlich noch recht gut, aber irgendwie habe ich mich trotzdem ein bisschen schlapp gefühlt. Ich hatte keine wirklich starken Symptome. Ich hatte beispielsweise kein Fieber oder Bauchschmerzen, Ohrenschmerzen oder Halsschmerzen. Aber irgendwie habe ich mich einfach schlapp gefühlt. Ich hatte also keine Energie. Diesen Ausdruck kannst du verwenden, wenn du dich ein bisschen krank fühlst, aber auch in anderen Situationen, wenn du beispielsweise einfach erschöpft bist. Nach dem langen Arbeitstag fühle ich mich total schlapp. Am Samstagmorgen bin ich irgendwie überhaupt nicht aus dem Bett gekommen. Und beim Sport habe ich mich dann total schlapp gefühlt und ich war irgendwie auch einfach total unmotiviert. Ein sehr ähnlicher Ausdruck ist: Ich fühle mich schwach. Schwach bedeutet erstmal, dass man vielleicht wenig Kraft hat oder dass man auf bestimmte Art und Weise nicht funktionsfähig ist. Wenn du also sagst, ich fühle mich schwach, dann kann das auch bedeuten, dass du keine Energie hast oder einfach keine Kraft hast. Du könntest diesen Ausdruck aber auch verwenden, wenn du beispielsweise Krafttraining betreibst und du merkst, dass du an einem Tag vielleicht nicht so viel Kraft hast, wie du es sonst an anderen Tagen hast. Dann könntest du auch sagen: Irgendwie bin ich heute total schwach. Manchmal fühlen wir uns auch nach einer Krankheit, obwohl wir eigentlich schon wieder gesund sind, trotzdem noch ein bisschen schwach. Zum Beispiel, wenn man eine Grippe hat, fühlt man sich häufig danach noch ein paar Tage ganz schön schwach. Nach der Operation fühlte er sich tagelang noch sehr schwach und musste sich schonen. In den ersten Tagen habe ich mich nicht nur körperlich nicht ganz so fit gefühlt, sondern ich war irgendwie auch total neben der Spur. Den Ausdruck neben der Spur sein benutzen wir vor allem, um zu beschreiben, dass man unkonzentriert ist. Man ist also nicht ganz bei der Sache. Das kann natürlich ganz unterschiedliche Gründe haben. Hier ein paar Beispiele. Kurz nach der Trennung von meinem Partner war ich total neben der Spur. Nach der langen Anreise und dem Jetlag war ich am nächsten Tag noch total neben der Spur. Durch Schlafmangel können wir uns häufig viel schlechter konzentrieren. Oder auch: Während der Prüfungsphase an der Universität war ich total gestresst und im Alltag war ich irgendwie total neben der Spur und habe viele Kleinigkeiten vergessen.
Der Prüfungsstress führte also dann dazu, dass ich vielleicht im Alltag einfach sehr erschöpft war und dass ich vor allen Dingen ein bisschen vergesslich geworden bin. Ich habe mich hier also sehr anders verhalten, als ich es vielleicht normalerweise von mir kenne. Den Ausdruck neben der Spur sein benutzen wir nämlich auch, wenn sich jemand sehr merkwürdig verhält. Zum Beispiel: Meine Chefin war heute Morgen total neben der Spur. Als sie ins Büro gekommen ist, hat sie niemanden gegrüßt. In dieser Situation hat sich also die Chefin auch sehr anders verhalten. Vielleicht sind die Kollegen es von ihr gewöhnt, dass sie normalerweise immer alle Personen grüßt. Aber an diesem Tag hat sie sich sehr anders verhalten. Nach den ersten paar Tagen, als ich bereits gemerkt habe, dass ich krank werde, kamen dann die richtigen Symptome und ich lag richtig flach. Ich wurde richtig krank und verbrachte vor allem die meiste Zeit im Bett. Das Verb flach liegen benutzen wir häufig, wenn man wirklich sehr krank ist. Wenn man also so krank ist, dass man eigentlich die ganze Zeit flach liegt, zum Beispiel im Bett. Wenn du betonen möchtest, dass du so krank warst, dass du eigentlich kaum aufstehen konntest, dann kannst du auch den Ausdruck ans Bett gefesselt sein verwenden. Zum Beispiel: Ich war für ein paar Tage wie ans Bett gefesselt und bin kaum aufgestanden. Diesen Ausdruck kannst du natürlich auch verwenden, wenn jemand zum Beispiel eine Operation hatte. Aufgrund der Operation am Bein war er für einige Wochen ans Bett gefesselt. Generell ist dieser Ausdruck, also ans Bett gefesselt sein, wirklich ein sehr starker Ausdruck. Das Verb fesseln beschreibt eigentlich, dass wir zum Beispiel irgendwo angebunden werden und dass wir uns dadurch nicht bewegen können. Daher ist der Ausdruck ans Bett gefesselt sein wirklich ein sehr starker Ausdruck. Viel weniger stark ist der Ausdruck das Bett hüten. Wenn du krank bist und du gehst zum Arzt, dann könnte es beispielsweise sein, dass dein Arzt dir sagt, sie sollten auf jeden Fall für ein paar Tage das Bett hüten. Dann empfiehlt er mir, dass ich einfach viel Zeit im Bett verbringen soll, damit ich mich schone und damit ich bald wieder gesund werde. Wenn du vielleicht von dem Arztbesuch nach Hause kommst und deine Familie fragt dich, was der Arzt gesagt hat, dann könntest du auch Folgendes kommentieren: Der Arzt hat mir Bettruhe verschrieben. Der Arzt möchte also, dass du das Bett hütest. Das Verb verschreiben kennst du vielleicht, wenn du schon mal beim Arzt warst und der Arzt dir Medikamente verschrieben hat. Der Arzt hat dir dann also ein Rezept erstellt, welches du bei der Apotheke einlösen kannst, um deine Medikamente abzuholen. Und wenn uns der Arzt Bettruhe verschreibt, dann bekommen wir selbstverständlich kein Rezept oder ähnliches, sondern der Arzt sagt uns einfach mit ein paar schönen Worten, dass wir uns ausruhen sollen. Vielleicht als kleiner Vergleich: Der Ausdruck ans Bett gefesselt sein ist sehr stark und hat eine sehr negative Wertung. Im Gegensatz dazu ist der Ausdruck das Bett hüten viel neutraler und nicht wertend. Gerade wenn man Fieber hat, dann fühlt man sich häufig wie ausgenockt. Das Verb ausnocken kennst du möglicherweise, wenn du dich für Boxen interessierst. Wenn der Boxer seinen Gegner K.O. schlägt, also wenn der Gegner das Bewusstsein verliert, dann kann man sagen, er hat den Gegner ausgenockt. Wenn wir krank sind, dann fühlen wir uns manchmal auch wie ausgenockt. Dieser Ausdruck ist also sehr stark. Wir würden dies in der Regel nicht sagen, wenn wir einfach ein bisschen Schnupfen haben oder wenn wir eine leichte Erkältung oder vielleicht leichte Bauchschmerzen haben, sondern eher in Situationen, wenn es uns wirklich nicht gut geht. Du kannst den Ausdruck aber auch verwenden, wenn du betonen möchtest, dass du sehr müde oder sehr erschöpft bist. Zum Beispiel: Während des Fluges war ich wie ausgenockt. Ich war einfach total müde und habe fast den ganzen Flug durchgeschlafen.
Nach der langen Arbeitswoche war ich am Freitagabend wie ausgenockt. Ich brauchte einfach ein bisschen Zeit für mich selbst und ich musste mich ausruhen. Wenn du so krank bist, dass du beispielsweise viel Zeit im Bett verbringst und nicht arbeiten kannst, dann kannst du auch sagen, ich bin außer Gefecht. Der Ausdruck außer Gefecht sein stammt eigentlich aus dem militärischen Bereich. Der Duden definiert das Gefecht wie folgend: kurzer bewaffneter Zusammenstoß feindlicher militärischer Einheiten, Auseinandersetzung von kürzerer Dauer zwischen bewaffneten Gruppen. Also, in vereinfacht beschreibt das Gefecht eine Kampfhandlung. Wenn jemand also in einem Konflikt außer Gefecht ist, dann kann das bedeuten, dass er beispielsweise verletzt ist und nicht mehr weiter kämpfen kann. Im übertragenen Sinne wird dieser Ausdruck, also außer Gefecht sein, heute auch umgangssprachlich verwendet, wenn man zum Beispiel krank ist und daher nicht mehr arbeiten kann. Oder allgemeiner, wenn jemand vorübergehend nicht fähig ist, bestimmten Tätigkeiten nachzugehen. Wegen einer Knieverletzung war der Fußballspieler für den Rest der Saison außer Gefecht. Der Fußballspieler war also nicht krank und er war auch nicht dauerhaft verletzt, sondern er konnte aufgrund vielleicht einer Knieoperation für eine gewisse Zeit nicht mehr Fußball spielen. Wenn es dir körperlich oder auch emotional nicht gut geht, dann kannst du auch Folgendes sagen: Ich fühle mich hundeelend. Oder auch: Mir geht es hundeelend. Diesen Ausdruck kannst du nicht nur verwenden, wenn du krank bist, sondern auch, wenn du vielleicht an sehr großen psychischen Belastungen leidest. Zum Beispiel: Nachdem ich die schlimmen Bilder in den Nachrichten gesehen habe, fühlte ich mich einige Tage hundeelend. In dieser Situation war ich also gar nicht unbedingt selber von dem Krieg oder von dem Leid betroffen, aber die Bilder in den Nachrichten haben mich schockiert. Hier noch ein ganz anderes Beispiel. Nach der langen Wanderung und der Hitze fühlte ich mich hundeelend. In dieser Situation beschreibt hundeelend also eher, dass man total erschöpft war und vielleicht einfach überhaupt keine Kraft mehr hatte. Nach einigen Tagen war ich zum Glück wieder fieberfrei, aber ich habe mich irgendwie noch wie gerädert gefühlt. Obwohl ich die letzten Tage fast die ganze Zeit im Bett verbracht hatte und sehr viel geschlafen habe, war ich irgendwie trotzdem noch total erschöpft. Also, dieser Ausdruck sich wie gerädert fühlen wird häufig verwendet, wenn man sehr erschöpft ist, keine Kraft mehr hat oder sehr müde ist. Nach der langen Autofahrt mit vielen Staus fühlte er sich wie gerädert. Bestimmt warst du auch schon mal in dieser Situation. Wenn wir wirklich lange Auto fahren und vielleicht sehr wenige Pausen machen, dann fühlen wir uns nach der langen Autofahrt oft wie gerädert. Wir können kaum aufstehen und unsere Beine sind total steif. Du kannst den Ausdruck sich wie gerädert fühlen auch verwenden, wenn du beispielsweise sehr lange gearbeitet hast. Die langen Stunden vom Bildschirm haben meine Augen total belastet, so dass ich mich am Ende des Tages wie gerädert gefühlt habe. Einen anderen Ausdruck, den du auch verwenden kannst, wenn du sehr wenig Energie hast, ist: Ich fühle mich wie ausgelaugt. Meiner Beobachtung nach wird dieser Ausdruck in der Umgangssprache vor allem dann verwendet, wenn wir vielleicht über einen längeren Zeitraum sehr intensiv gearbeitet haben, uns vielleicht überarbeitet haben. Oder auch, wenn wir über einen längeren Zeitraum emotional sehr belastet sind oder unter großem Stress leiden. Zum Beispiel: Nach der langen Prüfungsphase an der Universität fühlte ich mich wie ausgelaugt. Oder vielleicht besuchst du gerade auch Deutsch-Intensivkurse und fühlst dich irgendwie total ausgelaugt. Dann könntest du auch Folgendes sagen: Nach 6 Monaten Deutsch-Intensivkursen fühle ich mich wie ausgelaugt.
Kommen wir zu dem letzten Ausdruck für heute, kränkeln. Und bevor ich dieses Verb erkläre, freue ich mich total, wenn du dieses Video kurz likest und meinen Kanal abonnierst. Generell wird das Verb kränkeln verwendet, wenn man ein bisschen krank ist. Häufig auch, wenn man über einen längeren Zeitraum ein bisschen krank ist. Du kannst das Verb kränkeln aber auch verwenden, wenn du vielleicht krank warst und jetzt noch nicht wieder richtig gesund bist. Ich könnte beispielsweise aktuell sagen, ich bin immer noch ein bisschen am Kränkeln. Da alle meine Kurse online stattfinden, kann ich super von zu Hause aus arbeiten und muss beispielsweise nicht irgendwo in ein Großraumbüro gehen, wo ich möglicherweise andere Leute anstecken könnte. Stattdessen plane ich gerade ganz intensiv eine 30-Tage-Challenge, die schon sehr bald hier auf YouTube und auch auf meinem Instagram-Kanal starten wird. Dann werde ich 30 Tage lang wirklich jeden Tag ein neues Kurzvideo veröffentlichen. Und es wird dazu auch noch einige weitere Materialien und Extras geben, aber dazu kommt bald mehr. Das war es für heute. Wir sehen uns ab jetzt wieder regelmäßig sonntags morgens um 10 Uhr hier auf YouTube oder vielleicht zwischendurch in einem meiner Deutschkurse oder auch auf Instagram. Wenn du eine Frage hast oder dir hat das Video sehr gut gefallen oder du möchtest mir einfach Feedback geben oder vielleicht hast du ja auch einen Themenwunsch für ein neues Video, dann hinterlass mir sehr gerne einen Kommentar unter diesem Video. Und ansonsten, ganz wichtig, bleibt gesund und wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss.